Wir gestern, Sonntag, der 8. September 2024, bei unserem ersten Fem-Day dabei war. Also es war ein wirklich tolles Event. Das stand im Rahmen, es ging um Wechseljahre und alles, was damit zusammenhängt, gesundheitstechnisch, was kann man tun, was kann man optimieren. Und wir hatten 30 Teilnehmerinnen und Teil davon war tatsächlich auch der Präventivcheck, den ich angeboten habe. Es ist eine Analyse der wichtigsten Mineralien, aber auch der Schwermetallbelastung. Und es war tatsächlich ein kleiner Marathon mit den Teilnehmerinnen und man will sich auch ein bisschen Zeit lassen, ein paar Minuten. Aber das war schon, das hat viel Energie gekostet und im Durchschnitt braucht man doch schon mindestens mal 5 Minuten. Und gerade manchmal wird es ja auch ein bisschen komplexer, dann braucht man auch ein bisschen mehr Zeit. Das Schöne an diesem Präventivcheck ist halt, dass man da sehr, sehr viel lernen kann. Es ist jetzt keine medizinische Diagnose oder sowas, das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Aber es ist ein Tool, eine Technologie, die sehr präzise funktioniert und das tut, was sie tun soll, nämlich ermitteln, welche Mineralien sind im Gewebe, wie sieht die Schwermetallbelastung aus. Und daraus kann dann mit Hilfe einer Datenbank, die dahinter liegt, über Wahrscheinlichkeitsrechnung natürlich auch bestimmte Themenbereiche noch rechnerisch ermittelt werden. Das heißt jetzt nicht, dass das dann auch so ist, was dann dabei rauskommt im Sinne, wenn da zum Beispiel rauskommt Insulinempfindlichkeit, ne, dann ist es so, dass man einen Anhaltspunkt damit hat und dann schon mal weiß, in die Richtung könnte man mal reingehen. Ne? Und wenn dann später zum Beispiel in Gesprächen auch mit einem Arzt oder Therapeuten und so weiter, kann man sich diese Bereiche dann ein bisschen gezielter, fokussierter anschauen. Das jetzt erstmal zum Hintergrund. Ich wollte aber mal in dem Video über dieses Formular, was ich da entwickelt habe zu dem Präventivcheck, mal durchgehen, dass man sieht, wie sieht denn da drauf aus eine Therapie, eine sogenannte Basistherapie. Was kann man jetzt tun, um solche Lücken in der Mineralversorgung zu schließen? Was gibt es da für Ideen? Und da wollte ich jetzt mal drüber gehen. Ne? Man sieht also jetzt hier das Formular, da ist das Datum drauf, gültig bis. In der Regel schreibe ich da so 2 Monate drauf, solange man das Protokoll, was jetzt hier drauf steht, einnimmt. Danach sollte man wieder mal messen, um zu sehen, was hat sich verändert. In der Regel kann man dann Anpassungen vornehmen. Soweit, so gut. Dann gehen wir mal da rein. Wir haben auf der einen Seite die Basis-Mineralversorgung. Gerade bei Leuten, wenn man sieht, es gibt ja keine absoluten Werte, die da ausgerechnet werden, sondern man sieht da eine Mittellinie und alles, was da drauf liegt, ist im Optimalbereich. Zu weit nach links ist dann ein Mangel, zu weit nach rechts wäre ein Überschuss. Und gerade jetzt bei Personen mit vielen Mängeln, da würde man dann jetzt mal sagen, so ein Premium-Mineralpräparat hier. Die meisten Sachen, die ich hier nutze, sind von Mitocare. Ich arbeite auch mit anderen Partnern zusammen. Das spielt keine Rolle, es muss halt ein gutes Produkt sein, was halt die Problematik dann gut aufgreift. Ne? Und hier Mineralien auffüllen, habe ich gute Erfahrungen damit. Da kann man eine Dosierung eingeben, zum Beispiel 2 morgens, 2 abends. Und dann läuft das. Stärkere Mängel geht man ein bisschen anders vor. Das ist immer sehr individuell. Also da hat man bestimmte Erfahrungswerte und dementsprechend kann man das einstellen. Dann kommen die speziellen Einzelstoffe. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass fast jeder Magnesiummangel hat. Es ist in der Tat so selten, dass mal jemand einen guten Magnesiumwert hat. Das gibt es so gut wie nie. Ne? Deshalb Magnesium ist immer im Mangel. Hier geht es mehr darum, fülle ich zum Beispiel, reicht eine aus am Tag von diesem Magnesiumprodukt zusätzlich, in der Regel eher 2.
Und selbst das wird nicht reichen. Deshalb habe ich dazu ein Magnesiumprotokoll aufgebaut. Das ist auf meinem Blog. Kann man sich mal anschauen. Aber hiermit bekommt man schon mal einen Start. Das nächste ist der Jodmangel. Und der Jodmangel ist tatsächlich auch fast so häufig wie der Magnesiummangel. An was das liegt, kann man natürlich spekulieren, aber in den Lebensmitteln ist halt nun mal nicht viel Jod drin. Und das Jodsalz mit seinen paar Mikrogramm, was da drin ist, das kann man auch ehrlich gesagt vergessen. Da tut sich nicht viel und deshalb sind ganz viele im Jodmangel. Da gibt es auch viele Mythen um dieses Thema Jod. Leute haben Angst vor Jod. Gerade wenn natürlich mit der Schilddrüse Probleme vorliegen. Naja, wo kommt es wahrscheinlich her? Naja, logisch, wenn Jodmangel da ist. Die Schilddrüse braucht jede Menge Jod. Ne? Und ansonsten haben wir da ein Problem mit den ganzen Schilddrüsenhormonen. Aber das Thema Jod ist auch recht komplex. Es gibt wenige Therapeuten, die sich wirklich gut damit auskennen, auch Ärzte, so gut wie kaum jemand kennt sich damit wirklich sehr gut aus. Aber es gibt auf der anderen Seite einige, die kennen sich tatsächlich gut aus. Jod sollte man eigentlich immer auffüllen. Man muss aber da schon ein bisschen aufpassen mit Wechselwirkungen, mit anderen, zum Beispiel Schilddrüsenhormonen, die man einnimmt. Da kann eine Interaktion da sein, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch, ich glaube, 5% der Menschen sind empfindlich gegen Jod. Das muss man auch in Betracht ziehen. Und es gibt einige mit Autoimmunthemen, Hashimoto zum Beispiel. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Ist auch ein bisschen kontrovers. Auf der einen Seite heißt es, man soll nichts einnehmen. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass das Jod gebraucht wird. Also hier geht es ja dann darum, wie kriege ich das Jod rein, weil es ja nun mal gebraucht wird im ganzen Körper, auch für die anderen Drüsen. Jod ist überall drin an verschiedenen Stoffwechselprozessen. Und daher ist die Frage, was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt zum Beispiel solche Konditionen habe mit Hashimoto? Wie kann ich das Immunsystem, was kann ich da flankieren, was kann ich da tun, um das Immunsystem zu modulieren? Das heißt, hier brauchen wir schon ein bisschen Erfahrung. Das heißt, wenn in der Regel keine, Sachen bekannt sind, wo jetzt eine Jodempfindlichkeit oder Interaktion und so weiter vorliegt, ist man mit ein bisschen Jod immer auf der sicheren Seite. Ansonsten muss man da schon ein bisschen gucken, aber es fehlt. Das andere Thema ist Knochenstoffwechsel. Da fehlt es in der Regel gerade bei Frauen in den Wechseljahren. Das war ja auch das Thema hier hinten und vorne an Calcium. Da kann man eigentlich nie schief liegen, wenn man merkt, Calcium ist ein bisschen niedrig. Wie kann man das machen? Und dann nimmt man nicht einfach nur Calcium ein, das bringt nichts. Man braucht da auch eine gewisse Kombination, Synergien mit anderen Mineralien. Dann nutze ich gerne dieses Produkt hier, Orthobone. Gibt auch andere, aber das ist da ganz gut. So, dann jetzt nochmal zu Melatonin, zum Thema Schlafen. Da geht es auf der einen Seite darum, viele haben keinen guten Schlaf. Das heißt, mit Melatonin kann man das Problem gut angehen. Es ist ein sehr schönes, sehr starkes, auch mächtiges Hormon, was halt hilft, gerade bei Schlafproblemen. Aber es wirkt auch, es ist eines der stärksten Antioxidantien. Das heißt, das kann man in der Regel auch bei so einer Basistherapie immer mit reinnehmen, um den Körper ein bisschen zu unterstützen, gerade wenn man sieht, es gibt viel oxidativen Stress. Dann haben wir Vitamin D, das gute ADEK-Öl. Das ist eigentlich auch immer was gebraucht wird. Gibt auch keine Ausnahmen da. Es sei denn, der Vitamin D-Stoffwechsel ist ein bisschen außer Rand und Band, dass zum Beispiel gerade die aktive Form des Vitamin Ds zu stark ist, ne, die kann proinflammatorisch wirken. Da muss man natürlich schon ein bisschen messen und wenn so ein Zustand da ist, will man natürlich nicht noch mehr Feuer da reinkippen in diesen Stoffwechsel, aber in der Regel ist man hier mit einem Tropfen, das entspricht 2000 Einheiten, eigentlich immer auf der sicheren Seite. Und klar, bei Vitamin D-Stoffwechsel muss man messen. Das kann man auch jetzt hier nicht mit der Laserspektronomie solide abfragen.
Man kann sehen, was man gut sehen kann, ist, dass da möglicherweise ein Problem ist in diesem Stoffwechsel, aber man sollte es über eine ordentliche Labordiagnostik nachmessen. Und der letzte Punkt hier, den ich noch machen wollte, ist das Silizium. Das fehlt eigentlich auch immer. Da herrscht ein allgegenwärtiger Mangel an Silizium. Wahrscheinlich, weil es halt in der Nahrung wirklich kaum vorhanden ist, sollte man es supplementieren. Aber wie man das macht, ist auch schwierig. Da gibt es die Kieselsäure. Ich selbst nutze diese kolloidale Form des Siliziums, die scheint ganz gut zu funktionieren. Aber da muss man auch schauen. Ne? Das gibt jetzt mal so einen Überblick, wie man so typische Mängel ausgleichen kann. Es gibt noch weitere Optionen, da möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Es gibt auch Themen, die man hier rausfindet. Ne? Wenn jemand, der geübt ist in dieser Laserspektronomie, ich mache das ja seit Jahren schon, man kann sehr schnell sehen, da ist eventuell ein Problem im Immunsystem, vielleicht mit dem Darm, Mikrobiom. Es könnte aber auch sein, es ist ein Problem mit Mitochondrien. Es gibt auch eine Stoffwechselkrankheit, HPU, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Kann man auch super hier in diesem Check sehen. Man kann sehen, ob es Probleme mit dem Zuckerstoffwechsel gibt. Man kann sehen, ob es nitrosativen radikalen Stress gibt. Also es gibt super viele Informationen, die man jetzt hier reinbekommt. Und wie gesagt, das ist alles Analyse in dem Sinne, das sind Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Die sollte man dann aber abklären mit einem Arzt oder mit einem Therapeuten, mit entsprechenden Laborwerten, um das dann zu validieren. Aber erfahrungsgemäß liegt man da immer genau richtig drin. Das zeigt die Ergebnisse, die ich jetzt bis jetzt in der Vergangenheit hatte. Wenn ich hier sehe, als Beispiel, nehmen wir mal an, da ist ein Problem mit dem Zuckerstoffwechsel, wird hier angezeigt. Naja, dann hat die Person in der Regel schon mal ein Problem, wenn man sich Werte anschaut mit nüchtern Glucose, mit dem HbA1c und so weiter. Also da ist ein Zusammenhang da und daher hilft es halt mal so schnell in so Themengebiete reinzukommen und effektiv aufzufüllen. Zum Schluss noch ein paar Standardmöglichkeiten, was man auch tun sollte, sind immer gesunde Öle und Fette, die Olivenöl, Omega-3s, Leinöl. Ich gucke auch immer auf Aminosäuren, dass die vorhanden sind oder auch Kollagen. Es könnte sein, sind noch weitere Spurenelemente im Mangel. Das muss man sich dann mal anschauen. Aber ich hoffe, das gibt dir jetzt schon mal eine Übersicht, wie so ein Präventivcheck praktisch, was da rauskommt dabei und dass man das sehr konkret angehen kann. Dann hat man so ein Protokoll. Am besten, wenn man selbst kein Arzt oder Therapeut ist, wie gesagt, immer abklären, ob das alles passt. Man sollte da nicht einfach drauf loslegen mit dem Supplementieren. Da muss man schon ein bisschen Respekt vor haben. Auf der anderen Seite sind die Sachen jetzt hier, Nahrungsergänzungsmittel, wie es der Name schon sagt, Nahrung in der Regel auch gerade in den Dosierungen kein Problem. Ne? Und wenn man das mal gemacht hat über, ich sag mal, 1-2 Monate, dann sollte man wieder mal eine Messung machen, um zu schauen, wohin geht die Reise, ist die Dosierung gut und gegebenenfalls bei bestimmten Sachen auch mal Labor machen, um zu sehen, wie bestimmte Werte dann dadurch betroffen sind und sich verändern. Das war es in Kürze. Ich hoffe, das war hilfreich. Gerne Fragen dazu an mich direkt als Kommentar oder auch per E-Mail. Ich freue mich immer auf die Fragen und vor allen Dingen natürlich, wenn man die Sachen umsetzt, dass man damit auch ein bisschen vorankommt und Vorteile mitnehmen kann.